Mein heutiger Gast im Coffee Talk verbindet zwei Welten: Politik und das Unternehmertum. Der André Silberschmidt ist Nationalrat und Jungunternehmer. Seine politischen Schwerpunkte sind unter anderem Digitalisierung und Vorsorge. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von TrueWealth. André, willkommen im heutigen Coffee Talk. Danke für die Einladung, Felix. André, du bist seit 2019 als Nationalrat tätig und seit 2021 Vizepräsident von der FDP Schweiz. Du hast aber als Unternehmer eine spannende Geschichte mit Kaizen an den Tag gelegt. Was macht Kaizen? Kaizen ist Asian Influenced Bowl Firma, sagen wir mittlerweile. Früher war es Pokéball. Also wir haben vor 8 Jahren haben wir gestartet, so gesunde Bowls zu verkaufen. Die Basis war so Reis und roher Fisch. Und mittlerweile ist es aber viel mehr. Wir haben auch Rindfleisch, wir haben Poulet, wir haben Tofu. Und wir verkaufen das jetzt an 11 Standorten, vor allem in Zürich, aber auch in Zug und Basel. Und macht mega viel Freude. Ja, wir haben das eigentlich bootstrapped gegründet. Wir waren mal 6 am Anfang, dann lang 5 und jetzt diesen Sommer hat mein Mitgründer und Geschäftsführer, der Lana und ich, haben alle Aktien von den Mitgründern können abkaufen und jetzt tun wir das zweite weiterführen. Und ich glaube, jetzt sind 100 um die 120 Mitarbeiterinnen, genau. Und etwa 11 Standorte, oder? Ja, genau. Ja, spannend. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ich bin in Bangkok in der Ferien und habe in so einer Shopping Mall zuerst einen Sushi-Burrito gegessen. Das ist wie ein überdimensioniertes Sushi, das aussieht wie ein Burrito. Und dann aber auch noch die Bowl. Und ich habe gefunden, es wäre doch lustig, das in die Schweiz zu bringen, weil im 2017 hat es das noch nicht gross gegeben. Und dann habe ich als Banker damals keine Ahnung von Gastronomie, ich kann auch nicht gut kochen, also die Voraussetzungen hätten nicht schlechter können sein. Ich habe dann an einem Kollegen, den ich über die FDP kennt habe, den Markus Segmüller, angerufen, der das Loft 5 unter anderem hat in Zürich. Ich habe gesagt, Markus, kannst du nicht das umsetzen, das Konzept, und ich mache noch ein bisschen mit? Und dann hat er gesagt, nein, aber wir können uns eine Fläche zur Verfügung stellen. Und dann habe ich angefangen, mit Kollegen zu telefonieren, und so sind wir 6 Leute am Anfang und haben einen Pop-up gemacht, 20'000 Franken verdient, und mit diesen 20'000 Franken haben wir die GmbH gegründet, den ersten Laden im 2018 eröffnet, und so sind wir jetzt gewachsen bis heute. Aber Pop-up heisst eigentlich, Sie kommen und Sie gehen wieder? Genau. Aber Sie bleiben manchmal auch? Ja, wir haben eigentlich wirklich, das war 4 Monate lang Pop-up gewesen. Wir waren an der Europa League gewesen, haben 20'000 Gewinn gemacht, mit dem GmbH gegründet und nachher... Zum Konzept testen? Genau, zum Konzept testen, und dann ist wie als Restaurant schwierig, mit 20'000 Franken Erfolg zu haben. Und dann haben wir eigentlich wie beschlossen, wir gehen in bestehende Cafés und Bars und gehen wie am Mittag rein, tun unsere Ware verkaufen und gehen am Nachmittag wieder raus. Also es war in dem Sinne dann nicht mehr ein Pop-up gewesen, weil es ist eigentlich für immer gewesen, aber halt ein Shop-in-Shop ist dann vielleicht der bessere Ausdruck. Weil mittlerweile machen wir das nicht mehr so, mittlerweile haben wir eigene Läden und da zahlst du schnell 400'000-500'000 für den Innenausbau, Mieterausbau, und dann kommst du mit 20'000 nicht so weit. Und wir haben eigentlich können mit diesen 20'000 Startkapital, mit dem Shop-in-Shop wachsen und das Kapital vergrössern, also den Gewinn immer reinvestiert, bis heute Gewinn immer reinvestiert, und mittlerweile können wir aber auch mit der Bank dann auch gewisse Kredite bekommen, gewisse Eigenmittel hineingeben, um das Wachstum zu stemmen. Was würdest du sagen, was war das Schwierigste gewesen, auf dem Weg zum Erfolg mit Kaizen? Also natürlich war Covid eine Zäsur gewesen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir schon vorher auf dem Online-Kanal waren. Das heisst, wir haben den Umsatz, den wir offline verloren haben, wir online kompensieren. Aber die Marge ist online viel tiefer, weil du den Uber und Just Eat und so weiter gibst etwa plus minus ein Viertel vom Umsatz gibst einfach mal ab. Und das heisst, die Marge ist eigentlich weg. Also du kannst den Umsatz noch stemmen. Ah, das ist krass. Genau. Und das ist eigentlich, Covid ist wirklich schlimm gewesen und schwierig. Wir können wachsen, weil wir halt Umsatz gewachsen, aber die Marge ist nicht eigentlich wir haben Verlust geschrieben, oder? Wir haben uns dann auch übernommen mit Investieren. Wir haben die Liquiditätsplanung nicht zum Griff gehabt. Ich glaube, das gehört zu jedem Startup mal dazu. Aber wir sind zum Glück nie davor gewesen, die Firma an die Wand zu fahren, aber sie ist teilweise schon ein bisschen gerüttelt. Und jetzt die grosse Herausforderung sind eigentlich an die guten Standorte heranzukommen. Und jetzt haben wir 9 Standorte in Zürich und wir sind Zürcher und wissen darum ein bisschen, wo es könnte laufen. Aber wenn du jetzt darüber redest, jetzt haben wir auf Basel, in Zug einen eigenen, nicht mehr einen Job in Job, Luzern und so weiter,
dann ist es noch mega schwierig zu wissen, wo könnte der laufen. Und du kannst dir einfach nicht viel Fehlgriffe erlauben, weil wenn du einen 10 Jahres Mietvertrag hast, 300'000-400'000 investierst und der dann nicht gut läuft, dann musst du Glück haben, dass du wieder gut rauskommst aus dieser Geschichte. Ja. Und wir haben keine Investoren, also wir können, ich sage jetzt, ja, wir können teure Fehler können wir gar nicht machen, weil dann haben wir gar kein Eigenkapital mehr. Das heisst, die haben eigentlich wirklich aus dem eigenen Gewinn wachsen, also was man Bootstrapping nennt. Genau, bis heute. Ohne Fremdinvestoren, ob es Genau. jetzt Fremdkapital oder Eigenkapital ist. Genau, wir haben eigentlich immer aus dem eigenen Gewinn investiert. Und wo wir dann den ersten grossen Laden am Talacker eröffnet haben, das Casa Kaisin, haben wir das erste Mal eine Bankschuld aufgenommen, um einen Teil des Umbaus noch über die Bank finanzieren. Und das machen wir jetzt natürlich umso mehr. Versuchen auch, dass die Eigentümer von der Liegenschaft noch einen Beitrag leisten. Weil sonst, wenn wir jetzt rein aus den Eigenmitteln das wir machen, könnte man vielleicht 1-2 Stores eröffnen, aber wir wollen, ja, wenn es geht, auch noch ein bisschen schneller wachsen. Ja. Aber dann hast du schon auch einen finanziellen Druck, weil du gehst ja dann einen 10-jährigen Mietvertrag, kommst nicht so einfach raus, machst Investitionen. Stresst dich das nicht? Nein, aber ich glaube, es ist auch gesund auf die eine Art und Weise. Wir haben bis im Sommer, wo wir jetzt den Buyout gemacht haben mit unseren Mitaktionären, ist es ein bisschen gratis Mut gewesen, weil wir haben nie Geld in die Hand genommen in die Firma. Wir hatten von Anfang an nur viel Zeit, oder? Aber wenn das morgen pleite gegangen wäre, hätte ich können sagen, mega schade. Vor allem auch für alle Mitarbeitenden, für alle Kunden. Aber wir hätten nicht die Existenz verloren. Und jetzt ist das aber ein bisschen anders. Mit dem Management-Buyout haben wir uns noch mehr müssen verschulden, oder? Ja. Also wir haben quasi den ganzen Buyout auch noch Schulden finanziert. Und jetzt hast du natürlich enormen Druck. Jetzt sind jetzt Skin in the Game. Genau. Und das, glaube ich, das tut aber auch gut. Und du merkst auch, du redest dann auch anders, weil vorher ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn du noch ein bisschen mehr Narrenfreiheit hast. Du kannst dir auch mal einen Fehler erlauben, weil es sind ja nur Eigenmittel, die du selber erwirtschaftet hast in der Firma. Aber jetzt musst du wirklich liefern. Jetzt musst du eigentlich jeden Monatsabschluss müssen wir schauen, dass wir on track sind, dass wir am Ende Jahr den EBITDA können zeigen können, um die Schulden zurückzuführen. Oder? Ja. Und das gibt schon Druck, aber ich kann wirklich sehr gut schlafen, weil im Moment sind wir auf Budgetkurs. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir die unglaublich Margen schreiben. Das ist in der Gastronomie einfach nicht der Fall, aber wir sind auf Budgetkurs und da haben wir auch 7 Jahre lang lernen, wie bringen wir ein Budget so an, dass wir es eben auch treffen, oder? Ich glaube, das hat jede Firma wahrscheinlich. Ja. Würdest du es wieder machen? Ja, sicher, sofort. Also, für mich ist es eigentlich ein mega Geschenk, dass ich die Idee irgendwie in der Ferien hatte und das auch so ausprobieren, weil ich habe das Unternehmertum immer schon spannend gefunden, aber ich bin dann irgendwie, wo ich dann 17 war, habe ich dann gefunden, jetzt gehe ich in die Politik. Aber ich sage immer, wenn ich dort schon die brennende unternehmerische Idee gehabt hätte, wäre ich heute vielleicht gar nicht in der Politik. Aber ich wollte immer etwas bewegen und so. Und dann ist halt das zuerst mit dieser Politik gekommen und dann 8 Jahre später, nein, es ist nicht mit 21 gewesen, 4 Jahre später ist dann das Kaisin gekommen. Und für mich ist es eine mega schöne Erfahrung, dass unternehmerisch dürfen tätig sein. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die immer noch auf die brennende Idee warten und gerne würden selber etwas machen. Und es ist eben auch dankbar gewesen, wir haben eigentlich am Anfang niemand von den Mitgründern mitgearbeitet. Wir haben wie das als Side-Hustle können machen. Ich habe am Mittag ich habe den Hardbrook gearbeitet, da hat es einen Asiaten gehabt, ich habe einen Sushi-Reis bei dem eingekauft, bin mit dem E-Bike an die Europa League gefahren und habe die paar Kilo Sushi-Reis dann gebracht für den Mittagsservice. Dann bin ich wieder zurück ins Büro arbeiten. Ja. Also wir haben wie so dann die Firma gestartet. Umlaufvermögen sehr klein halten. Wenn Ja, du irgendwie nur den Reis jeden Tag einkaufst. Ja, genau. Und hast auch am Schluss, wenn es mal bei 2 kW gehabt hat, sind wir halt ausgeschossen gewesen, also kein Food Waste. Und dann irgendwann hat dann der jetzige Geschäftsführer gesagt, du, ich steige ein. Das war aber dann der Einzige, der richtig operativ tätig war. Das hast du irgendwann auch keine Lust mehr, wenn du einfach Mitgründer hast, die ein bisschen im Seitenwagen sind. Und darum mache ich jetzt auch mehr seit diesem Sommer. Und das ist schon eine schöne Geschichte. Ja. Was braucht es so, also als Mensch, oder was würdest du sagen, was braucht es, damit jemandem würdest du empfehlen, an den Weg zu gehen und das Risiko zu nehmen als Unternehmer oder als Unternehmerin? Ich finde, es ist mega wichtig, dass man die Idee schon im Kleinen testen kann, bevor man irgendwie da gross rausgeht und den Job kündet und das ganze Leben quasi at risk setzt. Wobei das in der Schweiz ja nie so ist. Man kann eigentlich immer wieder zurück in einen geregelten Job. Fachkräftemangel lässt grüssen, aber nichtsdestotrotz glaube ich will wirklich zuerst so ein bisschen am Abend und am Wochenende rumtüfteln. Ich würde die Idee weiterverzählen mit 2, 3 Freundinnen und Freunden.
vielleicht das konkretisieren und ich glaube, dann irgendwann mal ein MVP machen, Minimum Viable Product, auf den Markt gehen und dann von dort da weitermachen. Ich glaube, was bei uns Erfolg ist, dass wir sehr komplementär sind als Gründerteam. Wir sind enorm verschieden. Das führt auch zu vielen Spannungen operativ, weil man teilweise wirklich komplett andere Ansichten. Genau. Aber durch das, dass wir auch Freunde sind, hast du irgendwo durch etwas, das dich zusammenhalten. Also ich finde immer, es gibt die sagen, ja, solltest nie mit einem Kollegen eine Firma gründen. Natürlich kann es sein, dass du nachher 10 Jahre später kein Kollege mehr bist. Das kann aber auch sein, wenn du die Firma nicht zusammen gründest. Aber wenn du mit einem Wildfremden das machst, weiss ich nicht, ob die Basis besser ist. Weil mit dem anderen hast du mal eine Basis. Darum, ich finde, da gibt es viel dafür und dawider. Aber wenn du gerade einen Kollegen hast, der das Interesse hat, dann würde ich es lieber mal mit einem Kollegen versuchen. Ja. Ja, und ich glaube, es hilft auch, wenn du nicht alleine bist. Absolut, ja. Das ist enorm wichtig. Und eben, dass dann auch alle ähnlich mitarbeiten. Also habe ich schon gemerkt, das hat bei uns dann auch jetzt Spannungen geführt, wenn natürlich mal alle gründen, alle sind gleich viel Teilhaber. Und da würde ich jetzt auch im Nachhinein sagen, lieber am Anfang noch nicht gerade bestimmen, wie sind die Shares verteilt für immer, sondern am Anfang schauen, hey, wer schafft denn nach 1-2 Jahren noch wie viel mit, welchen Beitrag hat welche Person und dann vielleicht auch noch einen Teil von der Verteilung vornehmen, noch nicht gerade am Anfang sagen, so ist ein Stein gemeißelt für immer, weil je nach Typ merkst du vielleicht nach 2 Jahren, das ist vielleicht doch nichts für mich. Und wenn dann aber schon jeder auf seine Aktien hockt, dann wird es natürlich die Diskussion schwieriger und das kann am Schluss die Firma lähmen. Und das wäre ja schade, um den Sinn und Zweck, den die Firma hat. Ja, das kann auch schwierig machen, dass vielleicht neue Leute dazukommen, oder? Wo könnten die Firma auf die nächste Stufe bringen. Ja, genau. Ja. Jetzt könnte man ja eigentlich ein bisschen skeptisch sagen, ja, es gibt ja schon für alles ein Unternehmen in der Schweiz. Braucht es überhaupt noch Unternehmen, wo das Risiko eingehen? Und wenn es dann doch schief geht, dann braucht es wieder Arbeitslosengeld und so. Ja, also das was ist der volkswirtschaftliche Nutzen? Meistens tust du die Welt nicht neu erfinden, wenn du eine Firma gründest, aber ich glaube allein schon, wenn du etwas von der Qualität her besser machst oder etwas effizienter kannst machen oder effektiver, hast du am Schluss eine Chance, um im Wettbewerb zu bestehen. Und volkswirtschaftlich ist für mich klar, dass die Wertschöpfung kommt von Menschen, die unternehmerisch tätig sind. Und das muss nicht zwingend ein Unternehmensgründer sein. Du kannst auch bei einer Firma, die unternehmerisch wächst und eine Dynamik hat, oder auch bei einer Grossfirma, kannst auch beim Staat unternehmerisch denken und handeln. Und das ist mir immer wichtig zu sagen, jede Person kann unternehmerisch denken und handeln. Man muss nicht zwingend eine Firma dafür gegründet haben. Und ich glaube, es gibt sehr viele Studien. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist «The Power of Creative Destruction», wo sehr viele Studien zusammengefasst werden, dass die Länder und die Regionen, die voll auf Innovation setzen, auch auf Digitalisierung, dass dort mehr Jobs kreiert werden, dass Menschen besser bezahlte Löhne haben, dass auch Menschen, die vielleicht nicht direkt davon profitieren. Also die Reinigungskraft ist so jemand, die ist ja dann nicht digitalisiert, aber die verdient mehr in einer Region oder in einem Sektor, wo eben die Wertschöpfung höher ist. Und darum glaube ich, hat am Schluss jeder Mensch hat einen Vorteil, wenn die Wertschöpfung steigen tut. Und wenn du in Amerika schaust, die grossen Firmen von heute sind meistens nicht die grossen vor 30 Jahren. In der Schweiz ist das noch ein bisschen anders, oder? Wir haben da die 3 grossen Nestlé, Roche, Novartis. Ja. Wir haben natürlich Bankenplatz, haben wir jetzt noch eine grosse Firma. Aber in der Schweiz macht es mir schon Sorgen, dass wir in der Tendenz wachsen eher die Branchen, die eine tiefere Wertschöpfung haben und die mit einer höheren Wertschöpfung sind eher rückläufig. Also die ganze Finanzbranche, Finanzplatz Zürich, wir profitieren schon sehr stark, dass Basel mit der Pharma stark ist, aber für die Schweiz, glaube ich, wenn wir weiterhin wollen, dass alle Menschen, die einen Job haben, in Zukunft mehr verdienen, dann müssen wir auch ein bisschen den Finger rausnehmen und schauen, dass die wertschöpfungsreichen Branchen und Firmen, dass die auch in der Schweiz wachsen. Das heisst, es braucht noch mehr Innovation. Ich meine, Innovation führt ja zu einem Druck auf die bestehenden Unternehmen, oder? Ich meine, ihr habt es gemacht mit Kaizen, aber ist eigentlich überall so. Wir machen es mit Online-Vermögensverwaltung. Das setzt einen gewissen Innovationsdruck auf Firmen, die es schon seit 100 Jahren gibt, auf Banken. Das ist vielleicht am Anfang unangenehm, aber wenn man es nicht machen würde, ja, dann würde man als Land, als Volkswirtschaft, würde man ja einfach immer träger und träger werden und würde eigentlich abgehängt werden. Genau. Du machst deinen Mitbewerber machst eine Art eigentlich besser und fitter, ja. Oder? Und wenn das nicht passiert, dann wird er irgendwann eingehen, weil
dann kommt vom Ausland Konkurrenz und dann ist die Wertschöpfung im Ausland und dann am Schluss habe ich lieber, dass wir in der Schweiz die Competition haben, den Wettbewerb, der dann eben alle besser macht und am Schluss auch dazu führt, dass man eine höhere Wertschöpfung hat. Am Schluss geht es eigentlich um dass die Wertschöpfung in der Schweiz ist und darum, wenn wir Schweizer Firmen haben, die verbessern können, ist mir das als Schweizer Politiker einfach viel wichtiger, als wenn das dann am Schluss ausländische Firmen sind und die Gelder dann halt irgendwie auf Amerika oder wo auch immer abwandern mit unseren Abo-Modellen, wo jetzt mittlerweile im digitalen Markt leider sehr viel von Amerika dominiert wird und in Europa leider immer zuerst die Frage ist, wie kann man es jetzt regulieren und besteuern und nicht, wie kann das überhaupt entstehen? Genau, ja. Oder? Man müsste eigentlich zuerst fragen, wie könnte das aus der Schweiz, aus Europa und aus entstehen und nicht, wenn es dann da ist, wie können wir das jetzt regulieren? Die Frage stellt sich immer, aber die sollte man sich nicht zuerst stellen. Was müsste man besser machen? Also, ich meine, wir müssen jetzt nicht schlecht reden. Ich glaube, wir haben es in der Schweiz nicht schlecht. Ich würde jetzt sagen, in der Schweiz ist vielleicht, haben wir noch mehr Raum für Innovation. Wir sind unternehmerischer, also Politik ist besser für Unternehmen wahrscheinlich als in vielen europäischen Ländern, aber wenn wir es vergleichen mit den USA, sieht es wieder anders aus. Was braucht es? Was kann man besser machen politisch von den Rahmenbedingungen? Ja, ich versuche es ein bisschen einfach in 3 Themen aufzuteilen. Zwar als Firma, glaube ich, hast du 3 zentrale Erfolgsfaktoren sind Mitarbeitende, ist das Kapital und sind deine Kunden. Und wenn ich jetzt bei den Mitarbeitenden anfange, haben wir natürlich super Universitäten, Fachhochschulen, wollte ich auch noch sagen als Präsident von der Fachhochschule, Alumni in der Schweiz, aber auch eine super Berufsbildung. Wir sind aber auch darauf angewiesen, dass Menschen, die aus dem Ausland in die Schweiz arbeiten wollen, dass die auch da arbeiten können. Also einerseits ist das Personenfreizügigkeit, aber auch Leute, die nicht aus dem EU-Raum kommen, die eine super Ausbildung haben, die die Ausbildung vielleicht sogar in der Schweiz gemacht haben, sind wir wirklich blöd als Land, dass wenn wir das Master- und Doktoratsstudium von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz mitfinanzieren, nachher geben wir ihnen eine Chance. Was ja sehr teuer ist, oder? Genau. Also 4-5 Jahre ETH oder Uni kostet ja am Steuerzahler viel Geld. Genau. Und da ist eigentlich blöd, dass man als Steuerzahler das, also man ist gescheit, dass man das mitfinanziert, aber man ist blöd, wenn man dann die Rendite daraus raus, dass wenn die Person ja da arbeiten will, würde sie höhere Steuern zahlen, weil die arbeiten dann meistens auch für gute Löhne, dass man das dann wie eine Art verunmöglicht. Also ich glaube, da müssen wir wirklich schauen, dass bei einem Drittstaatkontingent, da sind wir dran und da gibt es wahrscheinlich auch eine Verbesserung, dass es einfacher wird, vor allem die Leute, die schon in der Schweiz sind, dass man die einfacher anstellen kann. Ja. Und generell das Arbeitskräftepotenzial in der Schweiz noch besser ausreizen. Wir haben schon viele Leute in der Schweiz, die vielleicht weniger Anreiz haben, aus steuerlichen Gründen. Ich nenne da die Individualbesteuerung. Oder wenn du verheiratet bist, fangst du an rechnen, lohnt sich jetzt, dass jemand noch das Pensum um 20% erhöht, wenn du nachher viel mehr Steuern musst zahlen. Also, dass man da einfach, dass sich Leistung lohnen, dass die Menschen, die mehr leisten wollen, dass sie auch mehr haben am Ende des Monats. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist so der Teil Mitarbeiter. Dann der zweite Teil Kapital haben wir ja enorm viel in der Schweiz, zum Glück, oder? Es gibt immer die, die sagen, die Pensionskassen, die haben immer mehr Geld, und dann denke ich so, hey, das ist doch super, das ist ja das Geld, das ist das Geld von der Bevölkerung, oder, wo angelegt ist, das ist ja mega schön, wenn das wächst, oder? Das hat ja damit zu tun, dass Babyboomer-Generation sehr viele Leute sind und das Geld in der Pensionskasse ist. Und dort würde ich mir erhoffen, dass noch ein bisschen mehr auch in illiquide Anlageklassen fließen wird. Da bin ich strikt dagegen, dass die Politik das vorgibt, wie man muss das Geld verwalten. Aber ich habe das Gefühl, teilweise sind Pensionskassen schon auch noch sehr in den liquiden Märkten haben wir dann viel im Immobilien, oder? Aber vielleicht könnte man bei den Immobilien mal ein bisschen, das Exposure ein bisschen runterfahren um 5% und dafür mehr in Infrastruktur, Private Equity, Venture, was auch immer. Also ich glaube, das ist das eine, und das andere ist natürlich, dass die meisten Fonds werden leider in Luxemburg oder in Liechtenstein lanciert. Wir haben in der Schweiz die Abstimmung verloren wegen der Verrechnungssteuer, wir haben sie verloren wegen der Emissionsabgabe. Ja. Da hat das Volk halt gesprochen und da ist schwierig, das zu ändern. Aber das hat natürlich geholfen, dass auch der Schweizer Finanzplatz wieder aktiver werden. Und wir haben zwar viel Geld in der Schweiz, aber das ist dann immer in ausländischen Fonds, weil sie in der Schweiz einfach die Rahmenbedingungen nicht gut sind. Das ist schade. Und dann noch der letzte Punkt, der Markt. Ich glaube, es ist immer schwierig, mit denen, dass wir so verschiedene Sprachen in der Schweiz reden. Wir haben einen mega kleinen B2C-Markt, oder? Und dann noch irgendwie auf 3 bis 4 Sprachen. Und ich glaube, darum ist es umso wichtiger, dass wir gute Abkommen haben mit allen Ländern.
primär sicher mit der EU, weil wir jetzt in Europa sind, aber natürlich auch, jetzt kommt Freihandelsabkommen mit Indien, vielleicht mal mit den USA noch ein Abkommen. Also ich glaube, dass man aus der Schweiz raus kann wachsen, ohne gerade den Hauptsitz dann zu verlegen. Ja. Das finde ich schon enorm wichtig, weil sonst wird jede erfolgreiche Firma irgendwann, ich meine, wir können Get Your Guide anschauen, wir können On anschauen, macht ihnen null Vorwürfe, oder? Ich verstehe, dass ihr Markt ist noch etwas anders, grösser, und dann gehst du halt irgendwann raus. Dann kann die Schweiz alles richtig machen. Ja, ich glaube nicht nur das. Ich glaube nicht nur das. Ich glaube, es gibt auch das Problem, dass für gewisse Geschäftsmodelle, ja, musst du recht viel Geld in die Hand nehmen. Also, ich meine, ihr habt etwas gemacht, die können bootstrappen, haben ja nicht keine grosse Kapitalinvestitionen müssen machen am Anfang. Aber es gibt andere Geschäftsmodelle, wo es nicht so ist. Biotech ist ein Beispiel. Aber auch im Finanzbereich gibt es so Geschichten, oder? Und dann brauchst du eigentlich als Gründer einen genug grossen Heimmarkt, weil sonst kommst du das Geld nicht über. Weil sonst sagt sich ein Venture Capitalist, sagt sich, ja, selbst wenn es funktioniert, wie groß ist dein Markt? 7 Millionen Leute, so und so. Da haben natürlich die Amerikaner einen ganz anderen Vorteil. Also ich glaube, es ist, warum passiert so viel und geht die Post so schnell ab im Silicon Valley? Einerseits kulturell, aber andererseits haben sie natürlich einfach der erste Startmarkt. Wenn es am Anfang gelingt, dann hast du schon mal einen riesen Markt. Oder? Ist es so, absolut. Theoretisch hätte man das in Europa auch. Also die Bevölkerung wäre schon da. Es ist nicht so, dass man keine Leute haben, die sich irgendwie für neue Dienstleistungen, für neue Produkte begeistern. Das ist ja eigentlich die Idee, dass von der EU, dass man so einen Single Market macht, also am Schluss ist es ein Binnenmarkt, oder? Ja. Also die ganze Überlegung, wo man schaut, woher kommt die EU von der Stahl und Kohle, bis jetzt, dass man eigentlich sagt, man will, dass wenn du in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien eine Firma eröffnest, solltest du eigentlich die Möglichkeit haben, den ganzen EU-Markt zu bedienen. Und das ist schon mächtig, oder? Also dort hast du schon viele Leute und das ist halt ein Integrationsprozess, der teilweise auch wehtut, weil es ist immer die Frage, wie viel lässt noch den Nationen übrig und wie viel wird dann auf EU-Ebene reguliert. Die EU reguliert dann eben leider aus unserer Sicht bürokratisch im Vergleich zu Amerika. Ja. Aber dass wir als Schweiz irgendein Interesse haben, dass wir die Brücke schlagen können, wie auch immer, dass wir die dann schlagen, oder wir haben ja heute schon eine, aber schade ist dann schon, wenn jede Firma müsste dann in Deutschland ihren Hauptsitz haben, um im EU-Raum wachsen, oder? Also wenn jetzt, ich weiss nicht, wie das bei euch ist, aber Finanz ist sowieso noch mal schwieriger, oder? Da musst du wahrscheinlich dann irgendwann, wenn du im Ausland wachsen willst, ausländische Tochtergesellschaft haben. Aber dann wäre ja trotzdem schön, wenn die Wertschöpfung immer noch in der Schweiz vor allem stattfindet. Und das ist eigentlich der heutige Finanzplatz in der Schweiz. Ist ein mega Exportmarkt. Also, wenn man schaut, das ganze Asset-Management, das in der Schweiz ist, wo Gelder aus der ganzen Welt in der Schweiz angelegt sind, dann müssen wir Sorge haben, weil das bringt eben viel Wertschöpfung. Und wenn wir das dann nicht mehr haben, können wir auch andere Jobs nicht mehr so gut entlöhnen, wie wir das heute haben. Ja, ich glaube auch. Es gibt viele Industrien, die eigentlich davon abhängen, dass wir Leute haben, die sich die Produkte noch leisten oder Dienstleistungen leisten können. Also es hängt hinter jedem gut bezahlten Job oder hängen ja auch viele andere, die dann auch wieder spannend sind. Genau. Ja, das ist wie eine Kette. Ja, ist wie eine Kette. Aber nochmal ganz zurück zu den Rahmenbedingungen. Also würdest du sagen, du hast vorher gesagt, Pensionskassen sollten mehr Flexibilität haben, aber der Staat soll ihnen nicht vorschreiben, was sie machen sollen. Ja, das sehe ich auch so. Genau. Ich habe mal einen Versuch gestartet, dass die Anlagerichtlinien der Pensionskassen modernisiert werden. Das war im Nationalrat erfolgreich gewesen, im Ständerat ist es leider gescheitert. Man sagt ja bis heute noch maximal Aktien, ich weiss nicht, wo ist es, bei 50% oder 30% oder so. Obligationen hat man kein Maximum und ich sage immer, wenn du eine Obligation von einer Ölplattform kaufst, ist es vielleicht riskanter als eine Swisscom-Aktie, ohne jetzt Werbung machen für irgendeine Aktie oder Obligation. Also allein schon das Denken, dass du eine Anlageklasse-Limit in der Verordnung hast, ist es völlig falsch. Wir müssen es ja viel mehr risikobasiert anschauen und nicht einfach die Anlageklasse per se, dass sie gut oder schlecht ist. Darum hätte ich das alles rausgenommen. Haben wir im Nationalrat geschafft, und im Ständerat leider nicht. Darum appelliere ich da an die Verantwortung der Stiftungsräte in der jeweiligen Pensionskasse, dass die das genau anschauen. Ja. Du hast im Gesetz, du kannst sogenannte Erweiterungen machen, oder? Und dann, aber dann musst du wissen, was du machst, und dann braucht es Profis. Aber heutzutage, Pensionskassen werden heutzutage schon von Profis verwaltet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen, also wenn man das Gesetz liest, wo Pensionskassen reguliert, also das BVG, BVV 2, dann sieht man schon ein bisschen den historischen Hintergrund. Ich meine, vor 100 Jahren ist das wahrscheinlich anders gewesen. Dann hast du viele Pensionskassen gehabt, die einfach von einem Unternehmer für die eigenen Mitarbeiter gemacht worden ist. Und
Und das sind keine Asset Manager gewesen, oder? Ja, Und dann hat man irgendwie ganz absolut. einfache Guidelines geben. Das dürfen oder das nicht. Und so ist gut und so ist nicht gut, oder? Genau. Ich glaube eben, auch wenn es Profis sind, und das sind es, man orientiert sich mental immer noch ein bisschen an diesen Grenzen, weil man weiss, wenn man dann muss abweichen und mit dem Erweiterungsartikel muss ich es begründen. Ja. Und bei den Kassen, die ich klein gesehen habe bisher, habe ich schon gesehen, dass man dann nicht gern abweicht und begründet. Und ja, du musst ja gerade auch wahrscheinlich die Stiftungsaufsicht, wenn du dann mal nicht performt hast, ein Jahr, musst du dann gerade einen zusätzlichen Report machen, wieso bist du jetzt abgewichen, hast du mehr Aktien gehabt als der erste, wenn dann die Aktien runter wären. Und darum glaube ich, einverstanden, es ist regulatorisch, hat man eigentlich schon mega viele Freiheiten, aber der emotionale Anker ist halt gesetzt durch die Bandbreiten. Ja. Ja. Aber das ist nicht das drängendste Thema, wo wir haben, glaube ich. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ja, reden wir über vielleicht, was die drängendsten Themen sind. Eine von deinen Spezialitäten ist die Digitalisierung, aber auch Vorsorge. Und du schreibst selber auf deiner Webseite, es ist dir ein Anliegen, dass man die Finanzierung von unseren Sozialwerken in der Schweiz nachhaltig gestaltet. Oder die Sozialwerke, die wichtigsten sind AV, IV und natürlich auch Pensionskassen. Ist die Finanzierung von der AV, ist die solid? Ist da alles gut? Nein, das ist nicht der Fall. Ist leider auch schlechter, als wenn wir jetzt vor einem Jahr miteinander geredet haben. Wir müssen eingestehen, wir haben alle Abstimmungen verloren das Jahr im Bereich von der Altersvorsorge. Alle. Also was ich vertrete, ist nicht die Mehrheitsmeinung in der Schweizer Bevölkerung leider. Und da haben wir noch mega viel Arbeit vor uns. Aber wir haben in der AV grosse undeckte Versprechen, wo quasi das Gesetz gemacht hat, wo die Bevölkerung sich selber gemacht hat, oder jetzt auch mit der 13. AV, die noch nicht finanziert ist, wo das Parlament gesagt hat, das wissen wir noch nicht, wie wir das wollen und können und finanzieren. Sie wird ausgezahlt, das war der Volksentscheid gewesen. Aber wir haben enorm viele Hausaufgaben noch vor uns in der AV. Das Thema Witwenrentenrevision, die läuft, Ehepaarplafond, das kommt, die Finanzierung von der 13. Also die Baustellen sind, würde ich sagen, mehr denn je und grösser denn je. Und da vermisse ich, dass der Bundesrat nicht eine Gesamtschau macht. Also jetzt haben wir wie so die verschiedenen Projekte, eben die 13 auszahlen, die 13 finanzieren, Revision Witwenrente, Ehepaarplafond. Das sind eigentlich 4 parallel laufende Geschichten und es gibt keine Gesamtkoordination. Und das finde ich fahrlässig. Ich hätte gewünscht, dass der Bundesrat das alles zusammennimmt und sagt, jetzt machen wir eine Gesamtschau, ein Paket, wo man wahrscheinlich die Steuern muss aufentun muss. Da kommen wir nicht drum herum. Obwohl ich strikt immer gegen Steuererhöhungen bin. Aber wenn die Bevölkerung die Ausgaben beschließt, man muss auch finanzieren. Und, aber auf der anderen Seite muss man halt mit dem Rentenalter früher oder später wirklich schauen. Die Vorschläge, die wir gebracht haben, keine Mehrheit gehabt, dann müssen wir mit einem anderen Vorschlag kommen. Ja. BVG können wir auch noch besprechen. Ja, ich meine, das wäre die zweite Säule, oder? Das ist berufliche Vorsorge, also Pensionskasse also ein Teil von dem wird vom sogenannten BVG-Gesetz reguliert und dort haben wir auch eine Baustelle, oder? Das ist eigentlich etwas, das ein bisschen systemfremd ist. Und das ist der Umwandlungssatz, der im Moment im Gesetz festgeschrieben ist. Was ist das Problem mit dem Umwandlungssatz? Ja, durch den Umwandlungssatz kommt man eigentlich auf das eingezahlte Kapital im Durchschnitt mehr Geld über, als man eingezahlt hat. Und das ist nicht die Idee von der beruflichen Vorsorge, wo das Kapitaldeckungsprinzip ist, dass man eben eigentlich die Rente, die man nachher bekommt, jeden Monat mit seinem eigenen Kapital kann decken, wo man vorher eingezahlt hat, 40 Jahre lang. Und das hat man mal ins Gesetz geschrieben. Wir haben es jetzt 3-mal versucht rauszubekommen. 2-mal bin ich auch auf der Befürworterseite gewesen. Der Revision vor 7 Jahren bin ich dagegen gewesen, aber aus anderen Gründen, weil es bei der AV eine Aufstockung vorgesehen haben. Ich glaube, das bringt man nicht mehr raus, so ein Gesetz. Ganz ehrlich, weil es ist einfach für die Gegenseite enorm einfach, eine Gegenkampagne zu machen, auch wenn sie unlauter ist, auch wenn sie sagen, du kommst am Schluss weniger Renten über. Allein schon durch die Senkung vom Umwandlungssatz können sie sagen, du kommst weniger Renten über. Auch wenn man Gegenmaßnahmen beschließt, dass du am Schluss noch mehr Renten hast, die Senkung allein, die triggert anscheinend genug Leute, obwohl ja sehr, sehr wenig betroffen wären. Und jetzt komme ich zum Aber, und das ist dir ja bestens bekannt, dass die meisten Pensionskassen den Umwandlungssatz gar nicht mehr anwenden müssen, weil die meisten Leute mehr Geld versichert haben, als das Gesetz vorgesehen, dass man muss versichern. Und alles, was drüber ist, ist man quasi im mehr oder weniger deregulierten Bereich. Und das heisst, die meisten Pensionskassen haben
das können lösen. Und das ist das, was ich dann auch nicht verstehe, wenn ich mit der Linken rede. Das sage ich immer, umso rigider das Gesetz ist, desto mehr wird man versuchen, so viel Kapital zu bilden, dass man nicht mehr sich an das Gesetz halten muss. Also eigentlich hätten wir alle das Interesse, dass das Gesetz möglichst gut ist, dass es auch möglichst Wirkung erzielt. Aber jetzt erzielt es für etwa 15% der Versicherten eine Wirkung. Und für die anderen 85%, die sind mehr oder weniger im deregulierten Bereich. Ja, wir sind mit überobligatorischen Teilen, genau. Und ich kann sagen, als Anders Hilbers, wie finde ich das super, hat man da die Freiheiten. Und ich finde es sehr schön, wie viele Stiftungen ihre Verantwortung wahrnehmen und die Freiheiten auch im Interesse der Versicherten nutzen. Aber als Gesetzgeber muss ich sagen, jetzt haben wir ein Gesetz, das nur bei 15% der Versicherten irgendwie Anklang findet. Finde ich, wäre es eigentlich schon die Ambition, dass wir wieder ein besseres Gesetz haben, aber ich glaube nicht, dass wir das anbringen. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, wenn man als Gesetzgeber sehr stark regulatorisch wirkt, oder? Und komplizierte Geschichten macht. Um irgendein Ziel zu erreichen, ist nicht immer klar, ob man eigentlich nicht das Gegenteil davon macht, weil Marktteilnehmer, Unternehmer, aber auch Private finden dann irgendeinen Weg, das anders dann wieder zu optimieren. Oder? Und dann erzeugst du nur sehr viel Komplexität. Ja, es ist wie als Kind hast du früher bei einem Fluss hast du so versucht zu stauen, oder? Dann hast du so ein bisschen Steine und so. Und das Wasser geht einfach noch mit anders durch. Und das ist eigentlich ist Politik immer so. Und ich würde lieber als Politik sagen, wir tun quasi links und rechts eine Mauer bauen, dass das Wasser nicht überschwappt. Ja. Aber wo dass es dann durchfließt, das muss dann das Wasser selber entscheiden. Aber in der Tendenz in der Politik, also in der Mehrheit, nicht unsere Partei, aber in der Mehrheit wird dann immer versucht, das Wasser zu steuern. Und dann geht es halt meistens dann auch wieder noch mit anders durch, anstatt dass man einfach links und rechts sagt, das sind die Leitplanken, aber innerhalb von den Leitplanken kann das Wasser fließen, wie es will. Ja. Da fehlen leider viele unternehmerisch denkende Menschen im Parlament, wenn wir mehr hätten. Eben nicht zwingend Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Leute, die einfach auch in KMUs arbeiten oder sonst generell arbeiten, würde es hoffentlich ein bisschen anders aussehen. Noch eine Frage zur Pensionskasse und Freizügigkeit. Wenn man selbstständig ist, wenn man sich entscheidet, ich werde jetzt Unternehmer, ich gründe mein eigenes Unternehmen, bist ja nicht mehr an einer Pensionskasse angeschlossen, dann hast du die Freiheit, eigentlich dieses Pensionskassengeld selber zu verwalten. Oder kannst selber eigentlich den Anbieter aussuchen. Du kannst es in eine Freizügigkeitsstiftung reinbringen, oder? Warum gibt es einen Grund, dass das nur Unternehmen dürfen? Warum dürfen Angestellte, wenn sie unternehmerisch denken, nicht auch einen Teil von ihrem Pensionskassengeld, sagen wir alle 5 Jahre oder so, in eine Freizügigkeitsstiftung reinbringen? Ja, der Grund ist in der Bundesverfassung, und zwar steht dort drin, der Arbeitgeber organisiert die berufliche Vorsorge, und um das zu ändern, müssen wir die Bundesverfassung ändern. Ich persönlich habe Sympathie, das zu ändern. Wir haben auch einen Vorstoß von der FDP, wo mal der Bundesrat beauftragt hat, zu schauen, wie wären die Möglichkeiten, quasi die freie Pensionskassenwahl für die Angestellten einzuführen. Ist leider wegen 4 Stimmen nicht durchgekommen im Nationalrat. Also man sieht schon, die Mehrheit im Parlament sind schwierig, nur schon mal eine Machbarkeitsstudie zu machen. Ich glaube, eben historisch ist der patronale Gedanke, weil es halt Pensionskassen hat es gegeben vor dem Gesetz über Pensionskassen. Oder man hat ja viele freiwillige PK-Lösungen gehabt, wo dann das Gesetz kam, hat man es halt wie eine Art auf dem Bestand darauf aufgebaut und hat gesagt, da gibt es schon Firmen, die haben das organisiert. Ja. Also wenn man das jetzt, jede Firma das muss organisieren. Und jetzt sind wir aber ein paar Jahrzehnte später und ich sehe es wie du, ich glaube, es wäre eine riesige Chance, es würde auch zu einer Konsolidierung führen. Wir hätten vielleicht noch 50 Anbieter und nicht 1000, oder? Ich glaube, das wäre auch okay, hätte man immer noch Vielfalt. Was, glaube ich, schon wichtig ist, dass man das Bewusstsein hat, dass das BVG durchaus auch noch ein Kollektiv ist, wo eine gewisse Solidarität wirkt, oder? Und wenn man quasi nur noch individuell ist und jedes Jahr kann rumhoppen und wechseln, dann ist es eigentlich wie eine dritte Säule. Ja. Dann könnte man eigentlich gerade so gut sagen, man tut die 3 Säulen massiv ausbauen, aber die zweite gibt es dann nicht mehr. Und darum, ich glaube, ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass wir auch noch ein System haben, wo man noch Solidarität drin hat, wo man die Anlagerisiken miteinander teilt und so. Und darum glaube ich, freie PK-Wahl ja, aber wir müssen schon noch schauen, dass der Solidaritätsmechanismus, dass man von dem auch noch profitieren kann. Weil wenn wir den auch wieder abschaffen, dann sehe ich wirklich keinen Grund mehr. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht wäre, aber dann finde ich, da könnte man eigentlich gerade sagen, man tut auch die 3 Säulen massiv ausweiten und hätte dann eigentlich keine zweite mehr. Ja. Aber ich glaube, die 3 Säulen sind gut. Und die sind gut, das ist ein guter Mix. Ja. Genau. Ja.
Du hast es vorher angesprochen, auch mit dem 13. AHV-Lohn ist jetzt nicht in die Richtung gegangen, wie man es sich aus einer unternehmerischen Sicht gewünscht hat. Aber vielleicht muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein. Warum hat die Mehrheit so abgestimmt? Also, haben wir vielleicht Fehler gemacht? Ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute auch nicht nachvollziehen können, warum man dann Banken retten kann. Oder? Genau. Wenn Banken ja selber Fehler gemacht haben, dann kann man unbeschränkte Steuermittel in die Hand nehmen, dass man dann eigentlich wie ein anti-unternehmerisches Denken eigentlich in der Bevölkerung einimpft. Weil die Schweiz ist immer ist relativ liberal gewesen, oder? In der Vergangenheit hat eigentlich die Bevölkerung eigentlich immer hat schon unternehmerisch auch gedacht. Ist es so? Also das wäre jetzt schon sehr eine philosophische Frage, wo man gross müsste auftun. Ich versuche es jetzt ein bisschen auf die 13. zu beschränken. Ich glaube, dort, wo wir die im Parlament beraten haben, haben wir das Gefühl gehabt, das hat keine Chance in der Bevölkerung. Da müssen wir keinen Gegenvorschlag machen, das wird abgelehnt. Das war eine Fehleinschätzung gewesen, muss ich auch mich an der eigenen Nase nehmen. Ich war einer von denen, die gesagt haben, da müssen wir keinen Gegenvorschlag machen. Wo wir das im Parlament beraten haben, war die Stimmung anders gewesen als 2 Jahre später, dann, wo sie zur Abstimmung kam, wegen der eidgenössischen Wahlen, hat das so eine riesige Verzögerung gehabt. Und das Problem war, in dieser Zeit ist viel passiert. Oder? Man hat Credit Suisse Untergang gehabt und wir haben Inflation gehabt, vor allem weltweit. In der Schweiz ist sie eigentlich noch gegangen, aber durch die weltweiten Schlagzeilen ist das auch in die Schweiz gekommen. Wir haben plötzlich über Kaufkraft angefangen zu reden. Und ich glaube, diese beiden Sachen, die sind nach der parlamentarischen Beratung gekommen. CS-Untergang, also generell Misstrauen gegenüber der Wirtschaft, plus noch gefühlte oder auch effektive Inflation. Ich will das nicht schlecht reden. Es gibt sicher auch Güter, die sehr stark zugenommen haben in den Preisen. Und das miteinander, die Mischung, war dann toxisch für den Abstimmungstermin, der dann gerade im Anfang Jahr war. Und jetzt ist die Inflation wieder zurückgekommen. Ich glaube, wenn wir heute abstimmen, könnte es vielleicht ein anderes Resultat geben. Vielleicht nicht mehr so klar, vielleicht immer noch ein Ja. Aber es hat sicher auch die Leute gegeben, die gesagt haben, man gibt der Ukraine jetzt Geld und wieso gibt man so uns nicht Rentnerinnen und Rentner. Also es wird vieles auch verknüpft, was eigentlich nichts damit zu tun hat, weil die AV, die hat nicht mehr oder weniger Geld, um jetzt der Ukraine Geld schickt, oder? Und viele Leute machen aber die Verknüpfung und sagen dann, ich will das Geld haben und nicht die anderen. Obwohl es in dieser Sache gar nicht um einen Verteilkampf geht. Und am Schluss ist die Mischung dann in dem Sinn aus unserer Sicht dann schlecht gewesen und hat zu dieser Annahme geführt. Ja, am Schluss Politik ist natürlich immer du hast verschiedene Ziele, oder? Einerseits, wenn du aus einer FDP-Sicht setzt dich ein für eine gesellschaftsliberale Politik, also das heißt, dass man eigentlich als Person möglichst viel selber über sein Leben kann entscheiden kann, dass Politik nur dort, wo es nötig ist, Vorgaben macht. Andererseits gibt es also Spannungsfeld auch und am Schluss braucht man einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, oder? Also wo siehst was kann man in der Zukunft anders machen? Jetzt haben wir in der Vergangenheit Fehler gemacht. Was müssen wir in der Zukunft anders machen? Dass wir beides haben, dass wir nicht irgendwo am Punkt kommen, wo wir wählen zwischen Leben in Freiheit oder gesellschaftlichem Zusammenhalt. Ich glaube, das ist eine mega grosse Herausforderung, weil wenn man ein bisschen nochmal zurückschaut, um vielleicht die Vergangenheit noch ein bisschen zu verstehen, haben wir natürlich Generationen gehabt, die im Boom aufgewachsen sind. Es sind viele Menschen gewesen, oder? Es hat viel Arbeit gegeben und jetzt sind all die Menschen, die alle das bauen haben, was wir heute profitieren, sind in Pension, gehen langsam in Pension und wir haben unten dran demografisch gesehen eigentlich zu wenig, wo nachkommt, oder? Das ist das Problem, das Europa als Kontinent hat, nicht nur die Schweiz alleine. Wenn man einfach die Demografie schaut, ist Asien, ist Afrika einfach das komplette Gegenteil von Europa und darum spielt in Asien im Moment Musik, oder? Also ich glaube, da können wir noch so gute Politik und FDP-Politik machen. Ich glaube, das ist einfach ein Fakt, der sehr schwer wiegt. Und dann gibt es halt doch, ich glaube, viele Menschen, gerade aus dem Mittelstand, in meinem Alter, die sich sagen, hey, ich schaffe es gar nicht mehr, mir mal eine Wohnung zu kaufen. Ja. Obwohl ich 100% arbeite, obwohl ich auf die Seite lege und weil sich das nicht mehr lohnt, das Schaffen. Und es lohnt sich vielleicht noch fast mehr. Und das wollte ich niemandem. Ich finde jeden okay, der egal wie viel Prozent schafft. Ich will kein Modell besser als andere stellen. Aber wir müssen uns schon fragen, ich sage, der Traum
Muss ja auch nicht jeder haben, vom Eigenheim und der Familie und dem Hund und so. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine überspitzt gezeichnete Welt, aber dass das noch möglich ist, dass du kannst aus Eigenantrieb auch etwas verdienen, nicht im Sinne vom Finanziellen, sondern dass du dir aus dem etwas kannst leisten und dass das noch möglich ist. Aber das hängt natürlich zusammen, wenn wir umso mehr jetzt haben, wo wir finanzieren müssen, eben das Sozialsystem beispielsweise, dann steigt die Last eigentlich für die Generation, die nachkommt. Und darum glaube ich, das ist eigentlich, ich habe letztens einen Artikel geschrieben, der ist neu publiziert zu dem Thema Generationenvertrag. Und der ist immer zweiseitig, oder? Der ist nicht nur, ich habe jetzt mal eingezahlt und jetzt komme ich dann über, sondern eigentlich haben wir viel zu wenig Kinder. Also Schweizerinnen und Schweizer haben viel zu wenig Kinder, oder? Ich habe gelesen, letzte pro Frau 1,3 im Moment bei Schweizer. Ja, es braucht, glaube ich, 2,1. Genau, und es bräuchte irgendwie 2,1. Und das ist nur schon ein Problem, dass wir eigentlich die grosse Masse haben, die eine riesige Stütze war in der Schweiz. Die wird jetzt pensioniert, aber die haben eigentlich zu wenig Nachkommen gehabt, um das, was sie jetzt in Anspruch nehmen. Zu Recht, sie haben das Leben lang gearbeitet, um das zu refinanzieren. Ja. Das heisst, immer weniger Leute müssen immer mehr stemmen. Und das ist eine enorme Herausforderung. Ja, wenn man natürlich eine Bevölkerungspyramide hat, die wie eine Pyramide aussieht, dann kann man recht grosse Versprechungen machen. Genau. Und wenn sich die Pyramide kehrt, oder, und der Spitze ist unten, genau, dann sind die Versprechen nicht mehr haltbar. Genau. Und das ist in dem Sinne eine Last, die man, glaube ich, am Schluss auch wahrnimmt. Wenn man merkt, ich muss da mehr zahlen, die Krankenkasse geht immer rauf, die Steuern gehen rauf. Wieso soll ich überhaupt noch 100% arbeiten, wenn ich bei 70% vielleicht noch günstigeren Kita-Platz habe? Vielleicht komme ich irgendwann noch in die Prämienverbilligung rein, wenn ich noch ein bisschen weniger arbeite. Und dann, glaube ich, wird die Gesellschaft träge und dann spielt Musik noch etwas anderes, nicht in der Schweiz. Und von dem, das schadet eben allen. Das ist mir wichtig, eben, dass ich sage, jetzt, wirklich das Beispiel aus dem Buch ist von der Reinigungskraft. Wenn die in einer Landschaft, wo eben die Wertschöpfung hoch ist, verdient sie auch mehr. Wo sie blöd gesagt die gleiche Arbeit macht, wie wenn sie die Arbeit in einem Land macht, wo die Wertschöpfung tief ist. Aber sie verdienen vielleicht das Doppelte oder das Dreifache. Ja. Und darum haben alle Menschen ein Interesse, dass wir eine hohe Wertschöpfung haben. Und nicht nur der dann an der Spitze ist und noch ein bisschen mehr verdient als der andere. Die können uns eigentlich gleich sein. Es muss um den breiten Mittelstand gehen, dass wir den auflupfen können. Ja. Wieder zurück zum Anfangsthema. Wir haben vorhin über den unternehmerischen Erfolg geredet und Geld. Was bedeutet Geld für dich? Geld ist für mich ein Zahlungsmittel und ein Mittel zum Zweck. Eigentlich wie es auch, das töne ich halt voll wie ein Ökonom, was ich auch bin, aber das ist für mich die Bedeutung von Geld. Ja. Und wie investierst du dein Geld, was du übrig hast? Das ist sehr wenig, ehrlich gesagt. Also ich sage immer ein bisschen hart am Wind. Ich habe sicher volles Sparen 3, wo ich also voll, habe nicht seit 18 eingezahlt, aber vielleicht so seit 1, 2020, weil ich halt auch seit 15 arbeite. Also ich habe jetzt bis 30 und habe eigentlich die Hälfte von meinem Leben gearbeitet. Und durch das konnte ich die 3 Säulen einzahlen und habe aber sonst relativ wenig Geld auf der Seite, ehrlich gesagt. Ich habe das meistens dann investiert. Aber du hast in dich selber investiert? Ja, genau, eigentlich in die Firmen, wo ich tätig bin. Das ist eigentlich dort am Arbeiten. Ich hätte gerne vor 5 Jahren Krypto gekauft, ich hätte gerne vor 10 Jahren eine Aktienfonds gekauft. Das habe ich natürlich in meinem Säule 3 Jahr, das ist 95% die Aktien. Aber sonst habe ich nicht viel Geld auf der höheren Kante. Wenn ich ein bisschen habe, tue ich in der PK ein bisschen einkaufen, dass ich dort ein bisschen das Einkaufspotenzial aktivieren kann. Aber ob das gescheit ist, weiss ich auch nicht. Im Moment ist die Verzinsung, bin ich wirklich nicht happy. Dann müssen wir dann nachher, wenn die Kamera abziehen, müssen wir darüber reden. aber leider habe ich noch nicht den grossen Batzen auf der Seite. Aber an dem arbeite ich. Ja. Ich finde auch mit 30 ist auch okay, wenn du noch ein bisschen Schulden hast. Da hat es auch, ich glaube, die frühere Generation, da gibt es die, die sagen, ich habe nie Schulden gehabt. Und das finde ich mega schön vom Gedanken. Und wie jeder, der das kann, beglückwünsche ich dazu. Bei mir war es jetzt nicht möglich gewesen, ohne Schulden machen, auch hoffentlich können irgendwo durch auch unternehmerisch dann auch ein Vermögen bilden. Eine Frage, die manchmal von unseren Kunden kommt, ist, jetzt im Zusammenhang mit Säule 3a. Wenn du in Säule 3a einzahlst, dann musst du es jetzt nicht versteuern. Also es senkt dein steuerbare Einkommen, aber du wirst es natürlich später müssen versteuern. Da gibt es Tabellen zu einem bestimmten speziellen Steuertarif, oder kannst Kapitalbezug besteuern. Pensionskassengeld und 3 Jahre wird zusammengenommen.
Aber das Problem ist, das ist ja irgendwann in der Zukunft, in 15 Jahren, 25 Jahren. Wer sagt uns, dass es dann noch so ist? Also wer sagt uns, dass wir dann noch den Vorteil haben, den uns jetzt Politik verspricht? In der Bundesverfassung steht, dass die Vorsorge, die private Vorsorge muss von der Politik begünstigt werden. Und das sollte schon mal einen Halt geben, dass solange das in der Verfassung steht, müssen wir uns daran halten. Wir haben aber kein Verfassungsgericht, das heisst, die Bundesversammlung, das Parlament kann immer abweichen von der Verfassung und es gibt keinen Richter, der sagt, du darfst das nicht, oder? Also steht und fällt eigentlich mit der Politik. Genau. Und da hat es natürlich nicht geholfen, dass die Expertengruppe Geijjar unter x Massnahmen einige vorgeschlagen hat, um dort das Steuerprivileg in dem Sinn zu reduzieren. Wobei es gibt, das ist mir wichtig zu sagen, es gibt einen Grund, wieso dass der Kapitalbezug günstiger besteuert wird als die Rente. Weil man halt sonst in eine riesige Progression reinkommt, weil das Geld auf einmal kommt und die Rente kommt eben nicht auf einmal. Klar. Und darum ist der Steuersatz von der Rente tiefer als beim Kapital. Es braucht zwei Steuersätze. Das ist uns klar, aber das ist in der Öffentlichkeit, hat man wie das Gefühl, da gibt es einfach ein ungerechtfertigtes Privileg und das ist es wirklich nicht. Und darum, am Schluss, ich mache jetzt keinen Werbespot für eine Partei, aber am Schluss ist immer die Frage, wie wählt die Bevölkerung? Wenn natürlich die Bevölkerung in der Tendenz Parteien wählt, die das private Sparen nicht begünstigen wollen, dann ist die Gefahr, dass es in 10, 20 Jahren die Begünstigung nicht mehr gibt, grösser, als wenn man Parteien wählt. Ich sage bei uns, es gibt nicht nur eine, die gut oder schlecht ist. Und das hat halt Folgen. Wahlen haben Folgen, Abstimmungen haben Folgen. Und Sicherheit gibt es nie in der Politik. Aber ich würde sagen, das werden wir schon anbringen, zumindest jetzt da, die Idee von der Expertengruppe Geijjar, das wird nicht kommen. Da würde ich meine Hand ins Feuer legen, das kommt wirklich nicht. Man hat sicher wieder 10 Jahre Ruhe auf dem Thema, aber es kann immer angegriffen werden von gewissen politischen Kreisen. Ja. Und wir sind ja in der Schweiz in einem direktdemokratischen Land. Also du spielst den Ball zurück. Es ist eigentlich nicht nur Politik, es ist die Bevölkerung. Die Bevölkerung wählt ja Politik. Genau. Es liegt in der Hand von allen Wählern und Wählerinnen. Ja, genau. Ja. Und wir würden natürlich das Referendum ergreifen, wenn das jetzt kommen würde. Ja. Und dann kann das Volk entscheiden. Aber schöner wäre es ja, wenn eigentlich die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass es dann gar nicht erst so weit kommt. Im Moment habe ich das Gefühl, ist das so. Ich glaube nicht, dass bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen im Parlament dass so etwas würde durchkommen, eine Änderung davon, aber man weiß es nie. Und für die Zukunft. Letzte Frage. Was würdest du dir selber, wenn du jetzt wieder 20 Jahre alt wärst, also vor 10 Jahren, was würdest du dir selber als Tipp geben, als Ratschlag? Ich würde im Fall alles gleich machen wie bisher. Ich habe mega Freude, jeden Morgen aufzustehen. Wenn der Wecker immer früh läutet, das habe ich noch nicht. Ich sage immer, irgendwann im Leben würde ich gerne mal einfach keinen Wecker stellen, aber das ist wahrscheinlich erst, wenn ich pensioniert bin. Aber ich würde es gleich machen. Ich muss ja sagen, ich habe auch viel strategisch überlegt in den letzten 10 Jahren. Ich nehme mir jedes Jahr eine Woche Zeit und überlege mir genau, in welchem Bereich ich wie was machen will. Und da steckt enorm viel Arbeit dahinter, dass ich heute das mache, was ich mache. Und ich glaube, dass eben, wenn jetzt jemand 20 ist und zulässt, ich glaube, am Schluss zahlt sich das auf die Langfrist meistens aus. Vielleicht nicht in 2, 3 Monaten, aber darum, ich muss sagen, ich bin mit 20 noch wirklich viel im Ausgang und so, aber ich habe dann am Sonntagmorgen halt das Parteiprogramm geschrieben und nicht Netflix geschaut, weil ich bis heute mir das nicht gibt, Netflix zu schauen. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen gestört, oder? Dass ich dann halt mit dem Kater habe ich dann noch im Bett ein bisschen Politik gemacht. Und ich will sagen, der Aufwand hat sich bis jetzt hat sich in dem Sinn gelohnt, wenn man das so sagen kann. André, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank auch an euch, Zuhörer, Zuschauerinnen. Und mit dem bis zum nächsten Mal.